Costa Rica. Ein Land voller Vielfalt, Abenteuer und unvergesslicher Momente. Doch was hat dieses faszinierende Land eigentlich zu bieten? Das fragen wir uns, während wir hier 28 Tage verbringen und jede Ecke erkunden. Von der atemberaubenden Natur bis hin zu den pulsierenden Stränden. Wir kommen ins Schwitzen, erleben Höhen und Tiefen. Aber sind überwältigt von dem, was Costa Rica zu bieten hat. Komm mit uns auf unsere Reise, während wir lernen, Entdecken und uns von der Schönheit dieses Landes verzaubern lassen. Alles beginnt am San Jose Flughafen, wo wir innerhalb von nur wenigen Minuten durch die Passkontrolle kamen. Wir bestellten über das Flughafen WLAN ein Uber, obwohl Uber in Costa Rica offiziell verboten ist, aber es gibt dennoch die Möglichkeit. Die App funktioniert und es gibt auch Uber-Fahrer in San Jose zumindest. Und als Passagier setzt man sich nach vorne, als wäre man mit einem Freund unterwegs, falls die Polizei einen anhält. In San Jose blieben wir 4 Nächte, aber nur weil wir Zeit zum Arbeiten brauchten. Zu der Stadt selbst können wir sagen, dass es gute Fußgängerwege gibt, was keine Selbstverständlichkeit in Südamerika ist. Genauso wie offizielle Bushaltestellen. Und fast überall kann man mit Kreditkarte bezahlen. Wir sind gerade im Park Metropolitano, leider falsch ausgesprochen, aber die Stimmung ist hier echt heiter. Die Leute spielen Fußball, Volleyball, feiern Geburtstage. Ansonsten ist die Stadt nicht für ihre Sehenswürdigkeiten bekannt, daher würden wir dir keinen langen Aufenthalt in San Jose empfehlen. Für uns ging es weiter nach La Fortuna mit dem öffentlichen Bus. War komfortabel, aber warm anziehend. Die Klimaanlage wird aufgedreht. Uns hat die Landschaft so begeistert, dass die 3 bis 4 Stunden Busfahrt wie im Flug vergingen. Auf der Webseite kannst du die Fahrzeiten erfahren und Tickets kaufst du im Bus. In La Fortuna angekommen, waren wir zunächst überwältigt von den zahlreichen Aktivitäten wie Pferdereiten, Wasserfälle, Ziplining, Nachtwanderungen und den zahlreichen Nationalparks. Später mussten wir jedoch feststellen, dass diese Aktivitäten sich in ganz Costa Rica wiederholen. Da diese nicht immer preiswert sind, ist es ratsam, sich vorher gut zu informieren, welche Aktivität man besuchen will. Unsere absolute Empfehlung in La Fortuna ist der Aufstieg zum Vulkan Cerro Chato, wenn du nach einer sportlichen Herausforderung suchst. Wir sind auf dem Weg zu dem Chato Vulcano. Der Start. Der erste Ausblick nach 10 Minuten. Der Cerro Chato ist ein erloschener Vulkan, der neben dem berühmten Vulkan Arenal liegt und befindet sich etwa 4 Kilometer von der Stadt La Fortuna entfernt. Die Höhe des Vulkans beträgt ungefähr 1140 Meter. Eines der auffälligsten Merkmale des Cerro Chato ist der Kratersee in seinem Gipfelkrater. Als Belohnung kannst du dich nach dem Aufstieg im See abkühlen. Der Zugang zum Kratersee ist anspruchsvoll. Wir würden den Aufstieg nur beim guten Wetter empfehlen. In unserem Fall hatten wir Sonnenschein und es war trotzdem sehr rutschig. Geht nicht, aber zeig mal den Weg hier. Also der Weg, der war nicht ohne. Der Aufstieg selbst zum Vulkan ist inoffiziell. Das ist die Karte, hier sind wir, dann laufen wir hin und auf dem Punkt darf man nicht, aber wir gehen dahin. Vor dem Bezahlen wird man darauf hingewiesen, dass du theoretisch nur auf dem offiziellen Weg bleiben sollst. Jedoch hat uns die Verkäuferin vor dem Kauf gesagt, ich weiß ja eigentlich nicht, wohin du willst, das ist die offizielle Route, aber... Und für uns hieß es dann ab zum Kratersee. Der offizielle Parkrundgang ist aus unserer Sicht nicht spektakulär. Es gibt nur einen Weg, den man wahrscheinlich in einer Stunde umrundet hat. Natürlich kann man den Vögeln lauschen und die Natur im Wald genießen, aber ob die 15 € einem wert sind, soll jeder für sich entscheiden. Wir haben ungefähr 2 bis 3 Stunden für den Aufstieg gebraucht und überraschenderweise war der Abstieg für uns viel einfacher. Dennoch sollte man sportlich sein und keine Angst haben, sich schmutzig zu machen. La Fortuna liegt in unmittelbarer Nähe des aktiven Vulkans Arenal.
Der Arenal ist einer der aktivsten Vulkane in Costa Rica und produziert eine beträchtliche Menge an geothermischer Wärme. Die heißen Quellen sind das Ergebnis dieser Aktivität. Aufgrund der natürlichen Schönheit und der entspannten Eigenschaften der heißen Quellen haben sich in der Region La Fortuna viele touristische Einrichtungen und Resorts entwickelt, die sich auf Wellness- und Thermalbäder spezialisiert haben. Aber es gibt auch eine kostenlose Option, der wir natürlich gefolgt sind. Was machst du denn da? Und man würde denken, an einem heißen Ort noch in eine heiße Quelle steigen. Ja, definitiv empfehlenswert. Bringe vielleicht Wasserschuhe mit, da der Untergrund steinig ist. Und das Wasser hat echt angenehme 39, 37, 38 Grad. Richtig cool. Mit den heißen Quellen enden auch die kostenlosen Aktivitäten gefühlt in ganz Costa Rica. Eine kurze Erklärung dazu. Costa Rica hat viel Natur, Berge, Wasserfälle, aber fast nichts von dem ist kostenlos. Alles ist irgendwie privatisiert und was nicht privatisiert ist, dient zum Schutz der Flora und Fauna und kann nicht besucht werden. Also muss man überall Eintritt bezahlen. Somit kann nur ein Waldspaziergang schon 15 € kosten. Eine Tatsache, die vor der Reise uns noch nie so bewusst war. Um die verschiedenen Aktivitäten zu besuchen, ist in La Fortuna ein Auto notwendig. Es gibt nicht viele öffentliche Busse, die direkt in La Fortuna fahren und noch weniger, die die verschiedenen Aktivitäten direkt anfahren. Wir haben immer ein Uber benutzt. Dafür braucht man natürlich ein mobiles Internet. Wir hatten eine eSIM-Karte online erworben für 25 €, 5 GB 30 Tage und im Vergleich zu anderen Ländern war es super teuer. Und in unserem Fall hat es leider auch nicht immer funktioniert. Heute wollen wir uns die Stadt La Fortuna genauer anschauen und wir beginnen direkt aus dem Park La Fortuna. Die Kosten bei einem Restaurantbesuch fangen ab 20 € pro Person an. Wir glauben, hier ist für jeden Geldbeutel was zu haben. Es werden hier mal viele Sachen in diesen Packs verkauft. 2er-Packs, 3-Pack. Sogar Nachos kannst du in 2er-Pack kaufen. Das Problem als Backpacker ist natürlich, dass man die ganzen Sachen auch tragen muss, wenn man es kauft. Für uns hieß es die Hostelküche benutzen, die super ausgestattet war. Für 12 € pro Person waren wir in einem 4-Bettzimmer ohne Klimaanlage und es war sehr heiß. Wir würden definitiv La Fortuna empfehlen. Neben Cerro Chato kannst du einen Aufstieg zum Vulkan Arenal anstellen, der weniger anspruchsvoll ist wegen der geringen Steigung. Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass es immer eine geführte Tour ist und um die 50 € kostet. Einige haben jedoch mit den Anbietern, es gibt mehrere, den Preis erfolgreich verhandelt. Eine weitere Aktivität ist der La Fortuna Wasserfall, den haben wir jedoch leider nicht besucht. Für einen grundlegenden Besuch zum Vulkan und heißen Quellen reichen 2 bis 3 Tage völlig aus. Wenn du zusätzliche Aktivitäten machen willst, wie Ziplining, Wasserfälle besuchen, Nachtwanderungen, dann würden wir noch mindestens 2 weitere Tage draufsetzen, also 3 bis 5 Tage. Und für uns geht es weiter nach Monteverde in den Nebelwald. Danke fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren, liken, alles was dazu gehört. Hasta luego und Adios!